Ulrich Würdemann, ich war lange Jahre in der Schwulen- und Lesbenbewegung, danach in der AIDS-Bewegung aktiv. Am 28. Februar 1990 ist Jean-Claude Letist gestorben. Jean-Claude war einer der wichtigsten Aktivisten der rheinländischen und westdeutschen Schwulenbewegung Ende der 80er Jahre und auch international wichtig. Er war der erste Generalsekretär der IGA, der International Gay Association, die später zur ILGA wurde. Als Jean-Claude gestorben war, wollten wir sind ganz viele Organisationen in Köln und NRW, natürlich Traueranzeigen schalten. Und da trat ein großes Problem auf. Der Verlag, der damals die größte Zeitung in Köln herausgab, weigerte sich, eine Formulierung zu drucken. Und zwar wollten wir gerne die Formulierung verwenden, ein beispielgebend schwules Leben ging zu Ende. Und dieses Wort schwul zu verwenden, erwies sich als unmöglich. Die Chefredaktion weigerte sich, das Wort schwul zu verwenden, und es durfte in Trauanzeigen nur das Wort homosexuell verwendet werden. Das führte dann zu dieser Traueranzeige. Jean-Claude Letist, ein beispielgebend homosexuelles Leben ging zu Ende. Genau das war aber eben nicht das, was Jean-Claude war. Jean-Claude war schwul und er war auch wirklich, Jean-Claude ist hier rechts im Bild bei der Eröffnung des Schulz, des Kölner Schwulen- und Lesbenzentrums. Jean-Claude war ein Schwulenaktivist und hat das auch mit Leidenschaft gelebt. Auf der Trauerfeier, die 2 Tage nach dem Erscheinen dieser Traueranzeige für Jean-Claude war, führte das zu einer dermaßen großen Empörung einer großen Zahl von Trauergästen, dass wir nach der Trauerfeier für Jean-Claude spontan zum Verlagsgebäude in der Kölner Innenstadt gegangen sind und das Foyer des Verlagsgebäudes besetzt haben und auch nicht weggingen. Die langsam Arbeitsschluss habenden Redakteure mussten über uns hinwegsteigen. Einige von uns, die später dann ACT UP gemacht haben, haben das Ganze als Die-In auch gemacht. Und schließlich ist es dann zu einem kurzen Gespräch einer Dreiergruppe von uns mit der Chefredaktion gekommen. Und an diesem Gespräch hat auch ein schwuler Mann teilgenommen, der ungefähr 15, 20 Jahre älter als ich ist und der in den 50er Jahren selbst mit Elektroschocks behandelt wurde wegen seiner Homosexualität. Und ich glaube, das war so der entscheidende Faktor, der dem Verleger klargemacht hat, dass das Wort schwul eben keine Selbststigmatisierung ist, sondern für uns eine selbstgewählte Bezeichnung des Stolzes und ein politischer Ausdruck. Das Kind selbst war da zwar in den Brunnen gefallen, die Traueranzeige war mit der Formulierung homosexuell erschienen, aber wenige Tage später war die Geburtstagsfeier des Schulz, des Schwulen- und Lesbenzentrums. Und von Alfred Neven-Dumont persönlich, dem Verleger, dem Herausgeber des Kölner Stadtanzeiger, kam ein persönliches Schreiben mit einem Scheck von 2.000 € für das Schwulen- und Lesbenzentrum. Und von diesem Tag an war es tatsächlich möglich, dass in Köln in Traueranzeigen im Kölner Stadtanzeiger das Wort schwul und kurz darauf auch das Wort lesbisch verwendet werden konnte.